Willkommen zurück bei Laura und Mariano. Nach einigen anstrengenden Wochen in Pakistan hatten wir uns eine Auszeit gegönnt und das Leben in einer Ferienwohnung genossen. Tschüss Klimaanlage, war schön. Jetzt geht es aber weiter und diese Woche haben wir direkt viel vor und nehmen euch dabei mit. Okay, zurück zu Hause. Campingleben. Ja. Zu Hause, ja. Zu Hause fühlt man sich dann doch am wohlsten. Aber es war jetzt eine gute Pause, die wir gebraucht haben. Wir konnten viel erledigen und auch einfach mal so, keiner sieht uns, keiner, weiß ich nicht, wir hatten Zeit für uns, wir konnten mal räumlich getrennt sein. Das war jetzt einfach alles sehr schön. Aber ich habe auch so richtig gemerkt, dass ich in dieser Woche dann so eine Entwicklung hingemacht habe zu, ich will jetzt auch zurück in den Van. Oh, toll. Ja, und das ist ja voll gut, wenn man dann wieder weiterreisen will. Ja, aber wir haben viel geschafft. Ich habe unter anderem das K2 Wandervideo geschnitten. Das waren ein paar Tage. Das, nee, das habt ihr ja schon gesehen, Ja, oder? ja. Das ist so hier Inception quasi. Dann fahren wir jetzt zurück nach Islamabad in unseren tollen Park und dann müssen wir noch einiges erledigen und dann können wir eigentlich Pakistan verlassen. Ne? Da sind wir ready, zurück in den Iran zu fahren. Haben wir das Kanä? Ah, ja, das soll ich auch. Oh Gott! Ah, ja, okay. Damit sind wir jetzt zurück im altbekannten Rose and Jasmine Garten. Hier waren wir schon sehr oft. Das ist so der Parkplatz, wo alle Overlander eigentlich parken, wenn sie nach Islamabad kommen, weil man hier nur über eine Straße muss und dann ist man da, wo das indische Visa Office ist und kann da direkt einkaufen gehen und so weiter. Ja, leider sind wir gerade alleine, also keine neuen Reisenden, die wir hier kennenlernen. Es ist warm, aber auch ziemlich grün und schön so, also es könnte viel schlimmer sein dafür, dass wir halt mitten in einer chaotischen Hauptstadt sind. Mal lüften. Ja. So, guten Morgen. Wir sind jetzt auf dem Weg zur iranischen Botschaft, unseren Pass und Visum wieder abholen. Hier muss man leider ein paar Tage warten. Sonst war das immer so, dass man es am selben Tag bekommt. Also man muss vorher so ein E-Visa beantragen zur Botschaft, einen Zettel für so eine Banküberweisung zu einer Bank, in Euro, bar das Geld, zurück zur Botschaft, neues E-Visa, weil man bekommt das gar nicht in den Pass, damit wir keine Probleme haben, wenn wir nach Amerika fliegen oder so. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, aber ja, doch, unter anderem, ja. Meinst du, dass die so nett sind? Und das ist ganz lustig hier, das ist hier nämlich so ein abgesperrter Block, wo alle Botschaften sind und auch ganz viel UNO-Einrichtungen und so, wo man aber nicht mal eben rein oder rauskommt. Also wir halten immer so professionell unseren deutschen Pass und tun immer so, als würden wir zur deutschen Botschaft. Und man sieht dementsprechend natürlich auch sehr viele westliche Leute oder generell internationale Dunkin' Donuts, Leute, genau, die hier arbeiten. So ein mit Fitnessstudio, wo dann halt Frauen im Sport-BH drauf sind und so, was man jetzt im Rest der Stadt nicht unbedingt sieht. Und es ist ein lustiges Gefühl, hier zu sein irgendwie. Okay, dann gehen wir mal dahin und hoffen, dass sie das jetzt haben. Yeah, wir haben unser Visum. Und wie gesagt, das ist wieder der E-Visa-Zettel. Außer dass hier unten jetzt steht, dass wir 20.000 Rupees bezahlt haben. Wir haben jetzt 45 Tage, so wie immer. Und man kann das aber ganz leicht verlängern, das ist kein Problem. Das heißt, wir haben das Kanä, wir haben das Visum. Aber wir haben ja immer noch nicht unsere Visumsverlängerung für Pakistan bestätigt. Und wissen nicht genau, ob wir jetzt irgendwie so ausreisen können. Keine Ahnung. Und da fahren wir jetzt nochmal zu so einem Büro, wo man diese Visa-Verlängerung irgendwie macht oder wo die bearbeitet wird. Und fragen mal, warum die seit 2 Monaten das nicht hinbekommen. Weil Islamabad irgendwie so einfach zu verstehen ist, fahren wir auch oft jetzt ohne Navi. Also wir kennen uns schon voll gut aus. Und alles ist ja so quadratisch, aber in so großen quadratischen Blöcken aufgeteilt. Und dann fährt man ganz halt wie auf so eine Autobahn. Und dann, wenn man in den Sektor will, dann biegt man da ab. Also es ist eigentlich ziemlich entspannt hier. Also es ist somit die entspannteste Hauptstadt
in der wir irgendwie außerhalb von Europa waren, auf jeden Fall. Das liegt aber auch daran, dass Islamabad eine sehr junge Stadt ist. Ich glaube, die wurde erst in den 90ern fertiggestellt. Das heißt, schon voll darauf ausgelegt, dass hier Autos fahren. Dementsprechend breit sind auch die Straßen und so weiter. Während die meisten anderen Städte, ich meine Lahore ist 1000 Jahre alt. Da wusste man halt, als man die Stadt gebaut hat, nicht, dass da irgendwann mega fette Karren durchfahren. Und dementsprechend sind die Straßen natürlich viel enger, es ist viel wuseliger und so weiter. So, dann gucken wir mal, warum die ihren Job nicht machen können. Ja, Mariano ist immer nett zu Leuten, ich bin immer aggro, deswegen lassen wir Mariano, oh, hier ist so ein Ding, erstmal reden, weil ich echt auf so einem Niveau bin, dass ich denke, was ist los mit euch? Ja, ich kann ja nicht Wir haben sein. jetzt 2 Monate gewartet und nichts ist passiert, das ist schon krass. Und das Doofe ist ja, wir hatten die ganze Zeit dann auch keine SIM-Karte mehr, weil da haben wir vorher gar nicht dran gedacht, aber die SIM-Karte ist ja an das Visum geknöpft und dann ist das abgelaufen. Das heißt, wir hatten jetzt 2 oder 1,5 Monate lang einfach kein Handy quasi. Was auch ein Grund war, weswegen wir die Wohnung gemietet haben, damit wir vernünftiges Internet Naja, haben. und dann mussten wir immer zu Hotels und Restaurants und nach WLAN fragen und so. Ja. War schon ein bisschen unpraktisch. Naja. Überraschung, wir waren beim falschen Büro und müssen jetzt nochmal quer zurück durch die Stadt, quasi da, wo wir herkommen, um da dann mit dem Verantwortlichen zu reden. Wir sind zurück und wie erwartet ergibt das alles gar keinen Sinn hier. Also das Prozedere an sich ist, wie wir es jetzt verstanden haben, man hat ein Visum, man reist ein und wenn man länger bleiben will, dann beantragt man eine Visaverlängerung, die aber angeblich 42 Tage braucht, um bearbeitet zu werden, weil dann irgendeine Sicherheitsagentur nochmal prüft, ob man irgendwie hier bleiben darf, was aber Bullshit ist, weil man hat ja schon ein Visum bekommen, das heißt, man darf ja irgendwie nach Pakistan. Warum muss das dann nochmal gemacht werden? Das war auch jetzt ein Grund, den er genannt hat, weil er dachte, das klingt cool. Ja. Und wir glauben das dann, ne? Genauso wie wenn die immer ankommen und sagen, it's dangerous. Und dann fragst du ja, warum? Und dann wissen sie es auch nicht. Und er wusste jetzt auch nicht, was genau da geprüft wird. Aber während man diese Visa-Verlängerung beantragt hat, ist man dann wohl noch legal im Land. Aber irgendwann wird die dann quasi abgelehnt und dann müssen wir diese Exit Permit beantragen. Ja, das kostet aber ja einzeln auch nochmal Geld. Also man kann jetzt auch nicht einfach nur diese Ausgangsgenehmigung beantragen. Das heißt, man muss auf jeden Fall vorher die Visaverlängerung beantragen. Die nie bearbeitet wird. Die $20 kostet und sobald man die Exit Permit hat, wird dann halt die Visaverlängerung rejected, also abgelehnt. Wir haben halt Schwierigkeiten damit, dass es hier kein logisches System dahinter gibt. Nee. So, dann sagt halt, Visa-Verlängerungen werden einfach nicht bearbeitet, sondern schreibt das halt irgendwo hin, weil wir mussten ja jetzt auch extra hier hinfahren und so. Und das ist einfach, das ist so kräftezehrend. Und das Telefon klingelt die ganze Zeit, keiner geht ran und so. Ich habe ja auch Millionen E-Mails werden nicht beantwortet. Und es könnte ja auch online stehen, wenn man das beantragt, so ja, es dauert mindestens 42 Tage oder um auszureisen beantragt man dann noch das. Also es gibt halt auch nirgendwo diese Informationen, die muss man sich halt irgendwie erfragen, irgendwo rumfahren und so. Das ist halt, ja. Ja, so halt ist unlogisch. Ja, so, aber das ist halt immer in Pakistan so. Das ist mit allem ist das hier so. Ja, und dann kann man ja auch einfach sagen, okay, die Visaverlängerung, wir wollen halt mehr Geld von den Leuten, die kostet halt $50. Ja, und dann sagt er, dann macht bearbeiten das halt. Das in 3 Tagen. Ja, aber immer dieses so, was ist das Problem? Verstehe ich nicht. Und dann checken die auch nicht, weil dann ist unser Visum ausgelaufen. Wir dachten, okay, sind wir jetzt hier illegal? Was ist, wenn, da sind ja 1000 Polizei-Checkpoints. Was ist, wenn die das sehen, dass das nicht mehr gültig ist? Unsere SIM-Card, wir haben seit 1,5 Monaten keine SIM-Karte mehr. So, das checken die halt nicht. Das sind so normale Dinge, dass wir mal jemanden anrufen können oder mal E-Mails lesen, allein WhatsApp. Um die Exit Permit zu machen, ja. Online, weil es geht nur online. Wir konnten das jetzt auch nicht in dem Büro machen, wo ich dachte, ja, du sitzt doch hier und kriegst das gleich. Müssen wir jetzt wieder irgendwo ein freies WLAN suchen. Ja. Und online bezahlen und so, anstatt dass ich denen halt einfach dann die $8 hinklatsche. Oder einfach Bestechung und dann machen sie es. Das habe ich auch schon überlegt. Kann man vielleicht muss auch man machen. mal fragen, okay, wie viel Bestechung wollt ihr? Und dann. Ja, genau, aber dann kann er sich dann auch umdrehen, dass die dann sagen. Ja, na gut, also ihr seht, das ist alles hier sehr chaotisch. Na gut, jetzt fahren wir weiter.
In a Mall. In der Mall. Uns abkühlen. Und ins Kino gehen. Wie spät ist denn? Müssen wir uns beeilen? Weiß ich gar Oh, nicht. es ist 11:45. Okay. Schauen wir noch. Also Fazit von dem Ganzen. Wir freuen uns mega, jetzt wieder in den Iran zu fahren und dass wir dann aus diesen blödsinnigen bürokratischen Ländern wie Pakistan und Indien dann raus sind, weil es ist echt auch ein bisschen anstrengend. Weil halt keine Logik hinter den Diskussionen und den Aktionen sitzt. Yeah, was für ein geiler Film. Es hat so Spaß gemacht. Und es war das erste Mal nach 3 Jahren, dass wir mal wieder im Kino waren. Ja, weil hier ist echt billig, 3 Euro. Ja, und es war Corona und so, also man konnte auch nicht ins Kino. Nee. Aber ja, sonst sind wir auch oft viel in der Welt unterwegs, wo es einfach kein Kino gibt. Aber jetzt hier in Islamabad, in der einen Shopping Mall, gab es ein Kino. Ah. Und es war auch voll cool, Barbie in so einem Land zu sehen, wo man sich ja fragt, läuft das hier überhaupt? Wird das zensiert und so? Weil Pakistan ist einfach sehr komplex. Ne? Hier gibt es auch eine feministische Bewegung, hier gibt es auch Leute, die sich voll stark machen für Frauenrechte. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Regionen, wo da einfach nicht so viel passiert, weil die auch sehr abgeschottet sind und ja, das einfach schwierig ist. Umso cooler war es halt mit sehr vielen diversen Menschen diesen Film zu sehen, aus Pakistan so. Und es war einfach ein guter Film. Menschen aus. Ja, also eine Altersgruppe, wir und so weiter. Ach so, ich habe gar nicht gesehen, wer da noch saß. Ich schon. Da waren so Pärchen, da waren Kinder, also in unserem Alter mit ihren Eltern, da waren so Mädelsgruppen und so, das war schon ganz cool. Ja. Ja, und uns hat der Film einfach sehr gut gefallen. Hatte natürlich eine starke Message für Frauenrechte und so, aber war dabei auch einfach witzig, gut Mega gemacht. lustig und Ja. einfach so diese, wenn man es jetzt mal so als Kunst nennt, wie dieser Film gemacht ist, dieses Szenenbild und dann so diese Aufnahmen immer, das ist Die einfach Musik. so, die Musik ist richtig geil, ist ja fast wie so fast ein Musical, nein nicht ganz, Teilweise. aber Ken singt viel. Ryan Ja. Gosling, wenn ihr Ryan Gosling mögt, der Ja. singt viel. also mega geiler Film, können wir nur empfehlen, dass ihr euch den anguckt, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, weil es ja jetzt inzwischen einer der erfolgreichsten Filme überhaupt, das heißt viele waren da bestimmt drin. Aber wenn er dann irgendwann auf irgendwelchen Streaming-Plattformen ist oder man den bei irgendwo kaufen kann dann, und ihr das noch nicht getan habt, dann können wir das auf jeden Fall empfehlen. Naja, und dann haben wir sogar noch in einem Geschäft richtige Barbies gesehen. Ach, das war auch mal wieder witzig. Ich habe gerne mit Barbies gespielt und mir da tolle Geschichten ausgedacht als Kind. Das ist sogar so ein Paralympics Skifahren. Cool. Guck mal, die sitzt im Rollstuhl und fährt Ski. Geil. Geil. Guck mal. Klettern, Janja Gambert. Yeah, Janja! Also ist ja, ne? Und der Film, wenn ihr es nicht wisst, ist ja von einer Frau, von einer Regisseurin gemacht, Greta Gerwig. Und die ist echt richtig cool. Wir haben neulich den Film Frances Ha gesehen. Da hat sie aber selber noch geschauspielert Ja. und Aber hat den auch aber das auch Drehbuch geschrieben. Ja, geschrieben, ja, ja. genau. Und wenn ihr noch die Filme Lady Bird ist auch voll cool und ihre Little Woman Version auch. Also einfach eine coole Regisseurin. Ah, Und jetzt mit Barbie eine der erfolgreichsten überhaupt. richtig cool. Jetzt haben wir uns hier nochmal eine Pommes gegönnt, jeweils 2 pro Person und so eine Schale kostet 30 Cent. Und das ist halt echt ein guter, leckerer Snack für uns, den wir hier in Pakistan fast überall bekommen und deswegen im Moment sehr viel essen. Okay, wir beenden jetzt quasi mehr oder weniger unsere Pakistan-Reise da, wo wir hier angefangen haben, am Sonntagsmarkt. Wir sitzen jetzt hier wieder mit dem frisch gepressten Zuckerrohrsaft. Wir verlassen dann nämlich heute Islamabad, wahrscheinlich für immer erstmal. Wer weiß, ob wir nochmal wiederkommen. Und dann geht es Richtung den Iran. Aber wir haben natürlich noch 1500 Kilometer Fahrt vor uns und das hauptsächlich in der Polizeieskorte, wenn ihr euch erinnert. Ja, Baluchistan dürfen westliche Touris nicht alleine durchqueren, deswegen
werden wir da begleitet werden. Und ja, man weiß nicht, ob und wann wir nach Islamabad zurückkehren werden. Dementsprechend ist es schon auch ein komisches Gefühl, jetzt auf Wiedersehen zu sagen, auch wenn es eine Zeit mit sehr vielen Ups and Downs war. Ja. Aber ja, der Markt hier ist auf jeden Fall cool. Wir haben ja jetzt noch einen schönen Morgen und dann geht es bald weiter. Ja. Und Islamabad war an sich ja recht entspannt. Ist ja jetzt eine sehr übersichtliche, nicht so chaotische Stadt. Ja, und dann fahren wir heute erstmal 300 Kilometer Autobahn. Und dann werden wir wahrscheinlich sehr schnell, also man meldet das nicht an oder so, man fährt halt einfach und früher oder später, da gibt es ja auch einige Checkpoints, werden wir sagen, halt, stopp, wir müssen eskortiert werden und dann geht's los und dann sind es 4-5 Tage Eskorte. Ja, wir halten das Ganze mit der Kamera dann auch fest, freuen uns, wenn ihr nächste Woche mit dabei seid und sagen dann Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.